Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report. Heute mit dem Thema Gold stieg vor Anstieg auf 3000 $. Disclaimer. Gold steht vor Anstieg auf 3000 $. Gold könnte Anfang Juni über das Allzeithoch Ausbruch brechen, um dann bis zu 20% zulegen. Bis 2400 $ vielleicht, was bis Anfang 2024 dann erreicht werden kann. Danach ist eine Korrektur bis 2100 $ denkbar. Danach kommt es vermutlich zum Anstieg auf 3000 $. Ja, es klingt so ein bisschen ähnlich zu den Artikeln, die ich jetzt gestern in der Vergangenheit gemacht habe, aber ich möchte Ihnen einfach die verschiedenen Erwartungsweisen der Chartisten aufzeigen, wie es kommen könnte. Es sind ja viele verschiedene Szenarien möglich, ebenso auch, dass jetzt bis Juni das Allzeithoch gebrochen wird, also bei 2080 $. Das ist dann eben 20% höher. Äh, ähm, läuft. Und dann muss man eben wissen, dass dann auch eben eine Korrektur denkbar ist. Und der Chartist meinte, das könnte Richtung 2100 $ gehen. Aber das ist nur eine kurze Korrektur. Das ist keineswegs eine langfristige Korrektur wie von 2011 hier bis 2016, wo wir von 2000 auf 1000 $ gehen, sondern eine ähm, kurze Konsolidierung, die nicht lange anhält. Wir sind in einem klaren Aufwärtstrend Richtung 3000 $ und vermutlich sehen wir die 3000 $ im nächsten Jahr. Ja, hier ein Gold- und Scandium-Explorationsunternehmen aus Australien, 20 Millionen Marktkapitalisierung. Also das Unternehmen erweitert die Goldlagerstätten Sandu und Ashburton, Passan und Challa im Chilgrim-Creighton-Gebiet auf 1 Million Unzen. Das Unternehmen hat 100% des fortgeschrittenen hochgradig oberflächennahe Goldprojekt Brimstone, 40 Kilometer von Calgary. Dazu gehört auch die vollständige Eigentum an den nahegelegenen Goldprojekten Vito und Binti Binti. Das Unternehmen besitzt auch eine 100%ige Beteiligung am Platina Scandium-Projekt in New South Wales, einer der größten und hochgradigsten Scandium-Vorkommen der Welt. Weiterhin haben die auch noch Beteiligung an Alien Metals, Blue Moon Zinc Corporation, Major Precious Metals, Nelson Resource Limited. Überall sind das Unternehmen in anfänglicher Exploration und erheblichen Mineralressourcen. Es ist natürlich fraglich, ob die dementsprechend produktionsgebracht werden können, aber die Beteiligung sind auch wert und das könnte natürlich sich dann auch in diesen Aktienkurs niederschlagen. Also Sie haben eine Reihe interessanter Objekte. Äh, Wie gesagt, einer der höchstgradigen Scandium-Vorkommen ist auch noch ein interessanter Effekt. Und Sie sehen, charttechnisch hat das Unternehmen Boden gefunden und ist dabei wieder auszubrechen. Und hier die 10 Cent hier von 2021 sind meines Erachtens bei etwas höheren Gold- und Silberpreisen ganz leicht zu erreichen und dann kann es natürlich noch weiter ansteigen. Insgesamt ist das natürlich als sehr frühes Stadium. Sie müssen immer mit Verwässerung leider gerade bei diesen australischen Aktien rechnen. Trotzdem insgesamt ein Unternehmen mit interessanten Assets, vielversprechendem Potenzial. Hier habe ich nochmal, also hier strategischer Schwerpunkt ist im Augenblick hier Westaustralien, wo sie auch die meisten Projekte haben. Hier in Ostaustralien, in New South Wales, ist das Scandium-Projekt. Ähm, ja, und das Ashburton-Becken, das beherbergt eine ganze Reihe von großen Goldprojekten. Olympus-Goldprojekt, 1,65 Millionen. Das Karla-Winder-Projekt, 2,1 Millionen. Unzen flankiert ist das auch zum Beispiel mit im Pilbara Creighton Hotspot Exploration Ziel. Zum Beispiel diese Degree Mining, die ist ja auch enorm gestiegen beispielsweise. Da liegt das in der Nähe, also viel Potenzial, wenn der Markt heiß läuft. Ne? Und dann auch im Sandu-Projekt, das sie da ja wieder auch genommen haben, eine große Anzahl von Abschnitten mit wirtschaftlichem Gehalt und Abschnitten, auf die nie auf ein systematisches Explorationsprogramm vorgenommen wurden.
2 Millionen Unzen Gold in der Nähe. Also ich finde es persönlich interessant. Es bricht aus und die sollte bestimmt im Rahmen eines Gold-, Silber-, Rohstoffbooms überproportional profitieren. Wie immer natürlich keine Kaufempfehlung, trotzdem meiner Meinung nach einfach mal interessant zu erwähnen und sich anzuschauen. Ja, generell nochmal eine Aussage zu Gold. Wir sind eigentlich in einer Situation, wo das Chart und auch die Situation eigentlich darauf hinweist, dass Gold eigentlich jetzt innerhalb eines guten Jahres auf 8.500 $ steigen müsse. Das glauben wir aber nicht, dass das passiert. Das werden sie vermutlich nicht so zulassen, wie sie es, sage ich mal, hier im Jahr 1979 zulassen mussten, weil sie noch nicht die Hilfsmittel hatten. Aber damals war es eben eine ganz ähnliche Situation. Wir hatten hier einen Anstieg von Gold von 35 $ auf 200 $, korrigiert auf 100 $, hatte sich dann wieder rangearbeitet auf 200 $. Dann innerhalb von einem Jahr, 1979, ging es noch von 200 $ auf 850 $. Das können Sie so mit mal 10, also Zahlen mal 10 produzieren und Sie kommen eben auf 8.500 $. Nach dieser Logik müsste jetzt Gold innerhalb von einem guten Jahr auf 8.500 $ steigen. Wir hatten ja gerade jetzt 3.000 gesagt, ist im gewissen Sinne gar nicht so weit davon entfernt, kann ja auch dann diese Dimension annehmen. Das kann ja eine enorme Dynamik am Ende erreichen. Vielleicht kommt es so. Will ich aber nicht versprechen. Ich wollte darauf hinweisen, dass das einfach diese Ähnlichkeiten ganz offensichtlich sind. Ich hatte Ihnen ja die Zahlen genannt. Wir erwarten das Überwinden des Allzeithochs und dann eine Rallye von weiteren 20% erst einmal. Ja, welche Ereignisse liegen vor uns? Also wir glauben generell, bevor die Gold- und Silberpreise ganz groß werden, gibt es erstmal eine Gold- und Silberaktien-Rallye. Gold und Silber steigen gar nicht viel, wie ich gerade erwähnt habe, vielleicht auf 2.400 $. Das sind 20% mehr. Aber Sie sehen, was dann passiert mit einigen Goldaktien, obwohl Gold gar nicht steigt. Die steigen zum Beispiel in dem Fall hier von 2 Cent auf 36 Cent in Goldbullenmärkte. Vergleichen Sie das mit den 20%. Das sind ja hier 2000% und mehr. Das heißt, 100 Mal mehr. 100 Mal mehr steigen Goldaktien als Gold selbst. Eine unfassbare Aussage, oder? Finden Sie nicht auch? Aber das ist eben das Timing wichtig. Deswegen, es geht nur, wenn diese Märkte total zerstört sind, wie zum Beispiel jetzt hier in das war ja diese Corona-Krise, ne? Das sind natürlich nur ganz kurze Zeitfenster, die man kaufen kann. Aber wir sind, wie Sie sehen, wir sind ähnlich billig und es kann also zu diesen Eruptionen kommen. Das, wie gesagt, es ist absolut schwer oder absolut unmöglich zu timen. Wir können uns nur im Vorfeld positionieren. Irgendwann kommt dieser Schub und wir hoffen eben, dass der wesentlich höher wird, dass diese Penny Stocks im Schnitt zu 1 $ etc. Steigen. Ja, das Ganze wird vermutlich flankiert von der Silber-Rallye. Silber steigt vielleicht auf 50 $ ungefähr, ganz ähnlich hier wie 2010, 2011. Da ist immer von 8 Monaten von 17 $, 50 $ gestiegen und das löste auch eine Goldaktien-Rallye aus. Das wäre nochmal ein unterstützender Faktor. Also das meinen wir mit Ereignis 1. Gold und Silber steigen zwar, aber nicht besonders dynamisch, nicht besonders groß, aber diese extreme Unterbewertung wird eruptionsartig abgebaut. Und das ist die ganz große Chance Goldaktien. Das ist damit gemeint. Ja, hier nochmal ein Wort von mir schon erwähnten extremen Unterbewertung. Hier ist das Goldaktien-Gold-Ratio, die ist eben seit 1996 sind wir im Bärenmarkt. Also das ist Verhältnis Goldaktien-Gold. Hier sind Goldaktien gegen Gold mal ein bisschen gestiegen im Verhältnis, das war 2011. Und selbst da kam es jetzt schon zu einer extremen Goldaktien-Rallye. Aber Sie sehen ja, dieses, was wir erwarten konnten, ist mindestens 4-mal größer, laut den Statisten. Das ist die ganz große Chance eben für diese Penny Stocks, wenn das denn doch so kommen sollte. Und zudem sind diese sogenannten Union-Explorationsaktien, für die wir uns ja hauptsächlich interessiert, im Verhältnis zu Senior-Aktien wie Barrick besonders unterbewertet. Aber auch diese Unterbewertung, die Sie hier als Gap sehen, kann innerhalb weniger Monate abgebaut werden. Und das führt natürlich auch zu einem Anstieg dieser Penny Goldaktien. Also wir haben einfach eine doppelte Unterbewertung, was
Junior- und Explorationsaktien betrifft. Ereignis 2, Ereignis 3 meinen wir, was macht man dann, wenn man zum Beispiel Gewinne eingefallen hat? Ja, 1980 wäre es weise gewesen, nach der Goldaktienrallye sozusagen in Standardaktien, Topfonds, Immobilien, whatever gehen. Aber 1980 konnte auch dieses System gerettet werden. Diesmal, denke ich mal, gibt es einige Blessuren im Dollar und wir müssen mit brachialen Eingriffen und vielleicht Bankenschließungen, unübersehbare Ereignisse und davon müssen wir uns schützen. Und deswegen aus Sicherheitsgründen würden wir dann empfehlen, diese Goldaktiengewinne doch im Grunde genommen in mehr Gold und Silber und andere Sachwerte zu investieren, vielleicht einen kleinen Teil bereits in Top-Aktien, Top-Zukunftsaktien, einfach nur um dabei zu sein und das zu beobachten. Dann irgendwann wird es einen Punkt geben, da müssen wir unser Gold und Silber zurück konvertieren. Und das ist der beste Zeitpunkt, ist natürlich, wenn es diese extreme Übertreibung gibt. Sie wissen ja auch, ich hatte hier gestern Video, das werde ich vielleicht verlinken, von Michael Moss, der hat auch ganz auf Goldaktien gesprochen. Er hat ja gesagt, ja, ja, in den nächsten Jahren haben wir da auch 10.000 Dollar Gold und 500 Silber, glaube ich, hat er gesagt. Das ist dann dieser Punkt, aber da sind wir noch nicht. Jetzt ist eben Goldaktien. Und das ist jetzt die ganz große Chance. Wir haben mehr Gold und Silber und das schützen uns mit dem physischen Besitz, indem wir quasi selbst Bank sind, schützen wir uns vor möglichen systemischen Instabilitäten. Aber am Ende, denke ich mal, wird es irgendwie, ja, eine produktive Dynamik wird es wieder geben nach dieser jetzt aktuellen Inflationsdynamik. Und wir wollen eben nicht davon Opfer sein, dass irgendwelche Sachen abgeschaltet werden. Daher, anders als 1980, eben die Gewinne physisch sichern, vielleicht einen Teil trotzdem weitermachen, einfach um dran zu bleiben. Who knows, wie es kommt. Das ist nicht überblickbar. Aber deswegen müssen wir uns ein bisschen eben darauf vorbereiten. Ja, vielleicht nochmal zum ökonomischen Tiefpunkt 1980. Da konnte man für 500 Unzen Silber ein Haus kaufen. Ist diesmal vielleicht wesentlich billiger, gibt es vielleicht für 100, 200 Unzen. Einfach unvorstellbar, die Möglichkeit, die wir haben. Aber dafür sind die Verhältnisse wahrscheinlich auch wesentlich chaotischer. Aber chaotische Verhältnisse, schlimme Verhältnisse haben zumindest ein Gutes, sie schaffen günstige Preise. Wenn man jetzt mal das ganze Leid etc. einfach ausblendet, und das muss man als Investor, denken Sie an Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Leute, die Gold, Dollar oder sonst was hatten und dann diese Riesenaktienpakete von Daimler etc. oder auch japanischen Aktienmarkt vielleicht sich im Frühfeld beteiligt haben, ähm, das ist der richtige Zeitpunkt zu kaufen. Und vom Preisniveau dürfte diesmal eine ähnliche Situation entstehen. Auf genau diese ähnliche Situation müssen wir uns vorbereiten und das mit kühlem Kopf ansehen. Und das ist ja auch das Versuch. Also wenn dieser Goldaktienboom vorbei ist, dann geht es eigentlich nur noch darum, welche Aktien überleben, sage ich mal, diese schweren Verzerrungen, die schweren Eruptionen, die da kommen, beziehungsweise was hat dann auch Zukunft. Das fordert, also wenn dieser Goldaktienboom vorbei ist, fordert eine volle Konzentration auf diese Aktien, dass wir optimal viel davon kaufen können für das Gold und Silber. Ja, also das hatte ich ja quasi angesprochen. Man muss also diese Ereignisse multiplizieren. Nicht Opfer von den Ereignissen werden, wie das meist so ist, denn das kann ich Ihnen sagen. Die meisten werden sich für Goldaktien interessieren, wenn sie gestiegen sind. Wenn der Nachbar 10, 20, 30 Bäcker gehabt hat oder 100 Bäcker, who knows. Dann werden ja natürlich jede Menge neue Goldaktien gegründet und man will da rein und auch partizipieren. Aber dann kann es Verstaatlichung kommen, andere Eingriffe, systemische Kollapse, man verliert. Also nicht Opfer werden. Deswegen müssen wir jetzt investieren. Und natürlich halten auch die Leute dann wiederum an Gold und Silber zu lange fest. Es gibt ja, sage ich mal, so Aussagen, ja, ja, Silber ist meine Rente und so weiter. Nein, Silber ist ein spekulatives Tool. Egal, was wir vor uns haben, es wird vermutlich extrem steigen, völlig übertreiben. Aber das ist kein langfristiges Investment. Diese Spitzen müssen wir eintauschen, vermutlich gegen irgendeine Form von produktiver Dynamik dahinter, was es dann auch immer gibt.
So muss man das sehen. Aber die Leute werden natürlich angezogen. Wenn dann Silber auf $100 ist, $200, geben sie ihr letztes Geld für diese Preise her, obwohl es schon extremst teuer ist. Das ist einfach so. Und wir müssen uns natürlich genau gegenteilig davon unterhalten. Und wenn man das dann tut, vielleicht immer $200 in eine Goldaktie investiert, dann kann man davon mehr Gold und Silber kaufen und am ökonomischen Tiefpunkt, nenne ich das mal, dementsprechend rekonvertieren, weil damals Berkshire Hathaway ist ja dann von 1980 um das 200-fache gestiegen, Topform. Aber auch viele andere Aktien haben diese Entwicklung gemacht und Dividendenaktien nehmen. Man hat dann immer Einkommen, immer Geld, wenn diese Spekulation klappt. Also mit 2, 3 Klicks im Grunde genommen sind langfristig Millionenwerte zu machen. Ja, 1000 Becker Report. Wir versuchen eben diese Goldaktien zu identifizieren nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko. Haben auch eine Exit-Strategie eben entwickelt. Was kann man langfristig kaufen? Ja, weitere Informationen, wenn Sie den kaufen möchten, finden Sie in YouTube unten in der Beschreibung. Einlage von Gold und Silber, Einkaufsgemeinschaft. Das ist ein Unternehmen, das zu jeder Zeit an Gold und Silber geht. Eine Überweisung schon ist das Gold und Silber in der Schweiz zollfrei eingelagert. Es gibt da keine Mindestinvestitionssumme. Es gibt zum Beispiel andere Unternehmen, da kann man erst ab 4.000 investieren. Aber äh, ich hatte ja eben gerade die Wertigkeit von Silber gesagt, die wir vielleicht sehen. Da machen eben auch einfach mal 200, 300 Euro, die überweist von Gewinn äh, macht das schon mal aus und sofort ist es eingelagert und Sie haben es dann möglich. Das ist einfach meiner Meinung nach sehr praktikabel. Empfehle ich Ihnen, falls Sie das nicht kennen, auch mal anzuschauen. Ist auch verlinkt in der Beschreibung. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Mir vielleicht ein Like geben. Das würde nämlich dem Algorithmus auf die Beine helfen. Nochmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.